Diese unglaubliche Geschichte verwirrte die Ermittler und FBI-Agenten, die noch nie zuvor mit etwas Ähnlichem konfrontiert worden waren. Sie enthält so viele seltsame und unvorhersehbare Momente, dass ein Film, der darauf basieren würde, den Zuschauern zu verwirrend erscheinen würde. Nur, dass dieser Fall im wirklichen Leben passiert ist und zu einem der ungewöhnlichsten in der Geschichte geworden ist. Mindy Mebane wurde 1982 in South Carolina geboren. Sie hatte liebevolle Eltern und 2 jüngere Brüder. Seit ihrer Kindheit zeichnete sie sich durch ihr Mitgefühl und ihre Freundlichkeit aus. Ihre Freunde sagten, dass Mindy immer bereit war, sie zu unterstützen und ihnen zu helfen. Außerdem liebte sie die Kunst, weshalb Mindy nach der Schule an die Universität von Georgia ging, wo sie einen Bachelor of Arts erwarb. Danach beschloss sie, ihr Studium fortzusetzen und zog nach Virginia, wo sie einen Masterabschluss in internationalen Beziehungen erwarb. In den folgenden Jahren arbeitete Mindy in mehreren Anwaltskanzleien, bevor sie sich entschloss, ihren Schwerpunkt zu verlagern und begann, in gemeinnützigen Organisationen zu arbeiten, um Menschen zu helfen. Gleichzeitig gründete sie ihr eigenes kleines Unternehmen, das ihr ein zusätzliches Einkommen verschaffte. Darüber hinaus wollte Mindy eine Familie gründen und 2014 bot sich ihr diese Gelegenheit. Sie lernte einen Mann namens Nick kennen und die beiden begannen sich zu verabreden. Er war früher Anwalt bei der Marine und Luftwaffe, wurde dann Staatsanwalt und begann schließlich als Anwalt im Pentagon zu arbeiten. Im Jahr 2016 heirateten sie und zogen in einen Vorort von Washington. Einige Jahre später verließ Nick den Dienst und begann an geheimer Software für Microsoft zu arbeiten, während Mindy weiterhin in einer gemeinnützigen Organisation tätig war und sich um ihr kleines Unternehmen kümmerte. So führte die Familie ein ruhiges Leben und plante, Kinder zu bekommen. Doch eines Tages änderte sich alles schlagartig. Nick wurde von einem FBI-Agenten kontaktiert, der ihm mitteilte, dass er aufgrund seiner früheren Aktivitäten und seiner neuen Arbeit an einem streng geheimen Microsoft-Projekt in Gefahr sei. Seinen Worten zufolge wurde er regelrecht gejagt und deshalb war die ganze Familie von Nick in Gefahr. Der FBI-Agent gab nicht alle Details preis, bestand jedoch darauf, dass Nick untertauchen und alle seine Empfehlungen befolgen sollte, da die Leute, die ihn jagten, ihn sonst schnell aufspüren würden. Letztendlich mussten Nick und Mindy in eine Mietwohnung ziehen. Sie konnten jedoch nicht lange an einem Ort bleiben und mussten ständig umziehen. Der FBI-Agent suchte ihnen eine Unterkunft und mietete sie unter falschen Namen, damit Nick nicht aufgespürt werden konnte. Außerdem sagte er, dass andere Agenten ihre Unterkunft bewachen würden und dass sie in Sicherheit seien, solange sie sich mit Mindy darin aufhielten, bat sie jedoch, die Unterkunft nicht ohne Erlaubnis zu verlassen. Er bestand auch darauf, dass sie und Mindy den Kontakt zu ihren Freunden auf die gewohnte Weise einstellten und auf einen sicheren Messenger umstiegen, bei dem jede Nachricht nach dem Senden gelöscht wurde. Darüber hinaus verbot er ihnen, sich mit Angehörigen zu treffen, mit Ausnahme der nächsten Verwandten, und auch das nur mit Einschränkungen. Schließlich konnte Mindy aufgrund all dieser Einschränkungen nicht mehr täglich zur Arbeit fahren und musste kündigen, wodurch ihr und Nick das Geld ausging. Der Mann verfügte über sehr hohe Ersparnisse, mehr als 30 Millionen Dollar in Aktienoptionen. Allerdings konnte er nicht auf diese Gelder zugreifen, da jemand versucht hatte, sein Bankkonto zu hacken. Laut einem FBI-Agenten waren dies dieselben Personen, die ihn finden und töten wollten. Deshalb veranlasste er die Übertragung dieser Gelder in einen Treuhandfonds. Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage beschlossen die beiden Ende 2021 in das Haus von Mindys jüngerem Bruder in South Carolina zu ziehen. Dieser erlaubte ihnen, nicht nur bei ihm und seiner Frau zu wohnen, sondern arbeitete auch als Polizist, wodurch Mindy und Nick sich sicherer fühlten. Auch die Eltern der Frau zogen zu ihnen. In den folgenden Monaten arbeitete Nick unermüdlich an einem geheimen Projekt für Microsoft, in der Hoffnung, so schnell wie möglich dafür bezahlt zu werden. Doch schon bald beschloss Mindys Bruder, das Haus zu verkaufen, und sie und Nick mussten erneut umziehen. Die Mutter der Frau buchte in ihrem Namen ein Hotel in einer Stadt namens Savannah im Bundesstaat Georgia, wo sie die nächsten Wochen verbrachten. Dann suchte ein FBI-Agent ein neues Haus für sie aus und sie zogen dorthin. Mindys Eltern zogen mit ihnen zusammen und sie verbrachten mehrere Monate an diesem Ort. In der Zwischenzeit wurden die Anweisungen des FBI-Agenten immer strenger. Nicht nur, dass Nick und Mindy das Haus nicht ohne seine Zustimmung verlassen durften, auch für die Eltern der Frau galten verschiedene Einschränkungen.
Sie mussten die Zustimmung des Agenten einholen, bevor sie nach Hause zurückkehren durften, und manchmal mussten sie mehrere Stunden warten. Mindys Vater war zu diesem Zeitpunkt nicht berufstätig, musste aber dennoch fast jeden Tag für mehrere Stunden das Haus verlassen. Der FBI-Agent begründete dies damit, dass sie möglicherweise überwacht würden und daher äußerst vorsichtig sein müssten. So lebte die ganze Familie in ständiger Anspannung. Doch schon bald gab es gute Nachrichten. Mindy erzählte ihren Eltern, dass sie schwanger sei. Diese Nachricht löste bei ihren Eltern gemischte Gefühle aus. Einerseits freuten sie sich auf ihr Enkelkind, andererseits machten sie sich Sorgen, wie sie das Kind in der aktuellen Situation großziehen sollten, in der Nick und seine Familie gejagt wurden. Sie hofften nur, dass es dem FBI gelingen würde, die Situation zu klären und sie sich nicht mehr verstecken müssten. Ende 2022 war Mindy im 8. Monat schwanger und sollte Anfang Januar entbinden. Doch die Schwierigkeiten für ihre Familie nahmen immer mehr zu. Nick musste sich vor seinen eigenen Eltern verstecken. Durch einen FBI-Agenten erfuhr er, dass er tatsächlich in seiner frühen Kindheit entführt und anschließend zur Adoption freigegeben worden war. Nicks leibliche Eltern waren Diplomaten, weshalb er den Kontakt zu seiner Adoptivfamilie abbrach. Sein Vater beauftragte jedoch einen Privatermittler, der die Adresse des Mannes ausfindig machte, woraufhin der Vater mit seinem Bruder zu ihrem Haus kam und versuchte, sich Zugang zu verschaffen, aber schließlich wieder ging. Niemand verstand, was sie wollten, aber nun mussten Nick und Mindy sich auch noch darüber Gedanken machen. Vor diesem Hintergrund bekam Mindy gesundheitliche Probleme. Sie litt unter starken Blutdruckschwankungen und konnte einen ganzen Monat lang kaum das Bett verlassen. Ihre Eltern pflegten sie rund um die Uhr, aber Ende November 2022 beschlossen sie, für ein paar Tage zu ihrem Sohn zu fahren. Am 23. November, dem Thanksgiving-Feiertag, verließen sie ihr Zuhause. Zu diesem Zeitpunkt fühlte sich Mindy immer noch schlecht. Nach ihrer Abreise ging es der Frau noch schlechter und schließlich beschlossen sie und Nick, dass sie ins Krankenhaus sollte. Nick rief ihre Eltern an und sagte ihnen, dass sie in eine kleine Privatklinik gebracht worden sei, wo die Ärzte ihren Zustand überwachen und die Entbindung vornehmen würden, die in etwas mehr als einem Monat stattfinden sollte. Bald kehrten ihre Eltern nach Hause zurück und Mindy sollte in wenigen Tagen entlassen werden. Sie schrieb Nick, dass sich ihr Zustand verbessert habe und die Ärzte beschlossen hätten, sie für einige Wochen nach Hause zu entlassen. Am 1. Dezember machte sich Nick auf den Weg zur Klinik, um seine Frau abzuholen. Doch zu seiner Überraschung teilte man ihm dort mit, dass Mindy in ein Militärkrankenhaus verlegt werden musste, da sich ihr Zustand drastisch verschlechtert hatte. Dieses Krankenhaus befindet sich auf dem Gelände einer Militärbasis und Nick machte sich sofort auf den Weg dorthin. Er sagte, er wolle seine Frau sehen, doch die Ärzte teilten ihm mit, dass sie verstorben sei. Ihren Angaben zufolge hatte die Frau aufgrund ihres hohen Blutdrucks einen Herzinfarkt erlitten, den ihr Körper nicht überstanden hatte. Auch das ungeborene Kind der Frau war verstorben. Mindys Familie war von dieser Nachricht schockiert. Ihre Eltern hatten gesehen, dass sich der Gesundheitszustand der Frau im letzten Monat stark verschlechtert hatte, aber sie konnten dennoch nicht glauben, dass ihre Tochter tot war. Außerdem konnten sie nicht einmal ihre Leiche sehen, da sie keinen Zugang zu der Militärbasis hatten, auf der sich das Krankenhaus befand. Einige Zeit später plante Nick, ihre Leiche für die Beerdigung abzuholen und kam zum Krankenhaus. Dort teilte man ihm jedoch mit, dass die Frau ohne Zustimmung ihrer Angehörigen eingeäschert worden sei. Darüber hinaus teilte man Nick mit, dass Mindys Asche sich im benachbarten Alabama befinde und gab ihm die Adresse, unter der er sie abholen könne. Er begab sich sofort dorthin, wo ihn ein Mann am Straßenrand empfing und ihm ohne jegliche Dokumente eine Urne mit der Asche übergab. Trotzdem wollte Nick ein Denkmal für Mindy errichten. Während er alles vorbereitete, mietete der Mann eine Wohnung für Mindys Eltern, da es für sie sehr schwer war, in dem Haus zu bleiben, in dem sie alle mehrere Monate vor dem Tod der Frau gelebt hatten. Nick hielt regelmäßig Kontakt zu ihnen, aber Ende Februar 2023 verschwand er plötzlich. Einige Tage später erhielten Mindys Eltern einen Brief von einem FBI-Agenten, in dem stand, dass Nick einen schweren Unfall gehabt habe und in einem kritischen Zustand im Krankenhaus liege. Er weigerte sich jedoch, ihnen den Namen des Krankenhauses zu nennen, da der Mann weiterhin in Gefahr war und es umso besser war, je weniger Menschen von seinem Aufenthaltsort wussten.
Einige Monate später erhielten Mindys Eltern einen weiteren Brief, in dem stand, dass Nick verstorben sei. Das Ganze kam ihnen äußerst verdächtig vor. Und sie dachten sogar daran, dass Nick und Mindy möglicherweise ermordet worden waren, vielleicht von den Leuten, die ihn seit Jahren jagten. Aber trotz dieser Vermutungen konnten sie nichts mehr tun. Sie konnten sich nur mit dem Geschehenen abfinden. Allerdings ahnten Mindys Eltern nicht, dass dies erst der Anfang war. Im Mai 2023, ein halbes Jahr nach all diesen Ereignissen, kontaktierte die Polizei Mindys Mutter und erzählte ihr eine Geschichte, die die Frau bis ins Mark erschütterte. Alles begann am 2. Dezember 2022, einen Tag nachdem Nick Mindy aus dem Krankenhaus abgeholt hatte, wo man ihm mitteilte, dass sie in ein Militärkrankenhaus verlegt worden war. An diesem Tag begab sich ein Jäger aus Georgia in einen Wald in der Nähe der Stadt Savannah. Als er an einem kleinen Graben vorbeikam, sah er etwas Seltsames darin und ging näher heran. Zu seinem Entsetzen stellte er fest, dass vor ihm ein weiblicher Torso ohne Beine und Kopf lag. Der Mann meldete dies sofort der Polizei und schon bald trafen Ermittler sowie Mitarbeiter des Georgia Bureau of Investigation am Tatort ein. Während die Experten den Torso aus dem Graben bargen, begannen die Beamten, das Gebiet nach weiteren Hinweisen zu durchsuchen. Bald erhielten sie die Nachricht, dass ein anderer Jäger, der sich einige 100 Meter von ihnen entfernt befand, die Polizei gerufen hatte. Es stellte sich heraus, dass er einen Plastikbehälter gefunden hatte, neben dem ein Messer lag, dessen Griff mit einem Desinfektionstuch umwickelt war. Die Ermittler verstanden, dass diese Gegenstände höchstwahrscheinlich mit dem gefundenen Torso in Verbindung standen und setzten ihre Suche im Wald fort. Am nächsten Tag begab sich derselbe Jäger an einen anderen Ort, etwa 3 Kilometer entfernt, um zu jagen, da er am Vortag keinen Erfolg gehabt hatte. Doch sobald er tiefer in den Wald vordrang, stieß der Mann auf ein menschliches Bein. Am selben Tag holten die Polizisten Hundeführer mit Suchhunden hinzu und bald fanden sie ein zweites Bein sowie einen weiteren Behälter, in dem sich etwas befand, das wie Blut aussah. Danach führten die Hunde sie zu einer Stelle, an der blutgetränkte und in kleine Stücke geschnittene Frauenkleidung vergraben war. Darüber hinaus fanden die Ermittler eine große Anzahl von Desinfektionstüchern, die in der Nähe des Fundortes der Beweise verstreut waren, sowie viele leere Müllsäcke. Nach der Untersuchung der Überreste stellten die Experten fest, dass das Opfer zwischen dem 27. und dem 30. November gestorben war, also nur wenige Tage vor der Entdeckung. Was die Todesursache angeht, konnten sie keine endgültige Schlussfolgerung ziehen, aber es war offensichtlich, dass die Frau ermordet worden war. Ihr Körper wies zahlreiche Stichwunden sowie Abwehrverletzungen auf, die darauf hindeuteten, dass die Frau versucht hatte, sich gegen den Angreifer zu wehren. Sie stellten außerdem fest, dass der Körper mit einer Säge und einem Messer zerstückelt worden war. Einige Tage später fanden Suchteams mit Hunden den Kopf des Opfers. Er war in einiger Entfernung von allen anderen Spuren vergraben und wies deutliche Spuren eines Schlags mit einem schweren Gegenstand auf. Trotzdem konnten die Polizisten die Identität der Toten nicht feststellen. Ihre Fingerabdrücke waren nicht in der Datenbank und es gab einfach nichts, womit man die DNA-Probe vergleichen konnte. Die Ermittler überprüften die Informationen über Frauen, die in den letzten Monaten in dieser Gegend verschwunden waren, aber das brachte keine Ergebnisse. Außerdem war der Kopf bereits stark verwest, sodass die Ermittler nicht einmal mit 100%iger Sicherheit feststellen konnten, wie das Opfer ausgesehen hatte. Trotzdem wandten sie sich an eine Expertin, die dafür bekannt war, dass sie das Aussehen von Menschen anhand ihrer Schädel ziemlich genau rekonstruieren konnte. Etwa 2 Wochen nach der Entdeckung der Überreste veröffentlichte das Georgia Bureau of Investigation ein ungefähres Porträt der Frau zusammen mit ihrer Beschreibung. Sie hofften, dass jemand diese Frau erkennen würde. Es gab jedoch keine brauchbaren Hinweise. Dies ging eine Weile so weiter, bis die Ermittler das Phantombild durch eine verbesserte Version ersetzten und ein genaueres Todesdatum angaben. Die Experten waren sich einig, dass das Opfer am 27. November getötet worden war. Dank des aktualisierten Phantombildes gelang den Ermittlern endlich der lang ersehnte Durchbruch. Eine Frau namens Hezio rief sie an und sagte, dass das Phantombild des Opfers ihrem Ex-Ehemann Nick Kasotis sehr ähnlich sehe. Sie erzählte, dass sie ihn vor einigen Jahren zusammen mit Mindy gesehen habe und ihr das Phantombild sehr ähnlich vorkam. Die Polizei wurde auf diesen Hinweis aufmerksam.
Allerdings gelang es ihnen nicht, neue Informationen über Mindy oder Nick zu finden. Daraufhin beschlossen sie, auf eine Methode namens genetische Genealogie zurückzugreifen und schickten eine DNA-Probe an ein Labor. In den folgenden Monaten untersuchten Experten den Stammbaum des Opfers, bis sie auf ihre Familie stießen. Aus diesem Grund nahmen sie Kontakt zu Mindys Mutter auf. Die Frau war schockiert über das Geschehen, erklärte sich jedoch bereit, eine DNA-Probe zum Vergleich zur Verfügung zu stellen. Die Untersuchung ergab, dass die Verstorbene ihre Tochter war. Es war Mindy. Die Familie der Frau war schockiert über das Geschehene. Sie erzählten den Ermittlern von den Ereignissen der vergangenen Jahre, die dem Tod von Mindy und Nick vorausgingen, davon, wie unbekannte Personen den Mann jagten, wie dies seine ganze Familie in Gefahr brachte und wie Mindy während ihrer Schwangerschaft an einem Herzinfarkt starb, woraufhin Nick mit dem Auto verunglückte. Die Ermittler hielten diese ganze Geschichte jedoch für äußerst zweifelhaft. Es gab keine offiziellen Aufzeichnungen darüber, dass Mindy und Nick tot waren, und angesichts der Tatsache, dass sie beide angeblich in Krankenhäusern gelegen haben sollten, war dies praktisch ausgeschlossen. Die Ermittler begannen, Nicks letzte bekannte Schritte zu untersuchen und recherchierten Informationen über sein Auto, das er kurz vor dem Vorfall gekauft hatte. Es stellte sich heraus, dass das Auto auf einer Müllhalde stand, da es fast vollständig ausgebrannt war, was im Großen und Ganzen mit Nicks Geschichte über einen schweren Unfall übereinstimmte. Dennoch gelang es ihnen immer noch nicht, einen Beweis für seinen Tod zu finden. Die Ermittler fanden auch heraus, dass Nick und Mindy kurz vor dem Vorfall ihren Nachnamen in Stark geändert hatten, da dies der echte Nachname von Nicks Eltern war. Dann fanden die Polizisten Informationen über einen Mann namens Nicholas Killian James Stark, der altersmäßig passte. Er lebte in Pennsylvania und war mit einer Frau namens Samantha Kolesnik verheiratet, die eine ziemlich bekannte Autorin von Krimis war. Die Ermittler nahmen Kontakt zu ihr auf und begannen, ihr Fragen über ihren Mann zu stellen. Anhand eines Fotos von Nick bestätigte sie, dass es sich um ihren Mann handelte und dass es ihm gut ging. Die Frau erzählte, dass sie sich im September 2022, wenige Monate vor Mindys Tod, kennengelernt hatten. Nick hatte ihr in einem sozialen Netzwerk geschrieben, ihre Bücher gelobt und das Paar hatte begonnen, miteinander zu kommunizieren. Er erzählte ihr, dass er selbst gerne Krimis schreibe und berichtete ihr außerdem, dass seine Frau Mindy und sein ungeborenes Kind vor einigen Jahren gestorben seien, obwohl Mindy zu diesem Zeitpunkt noch lebte. Samantha interessierte sich für seine Kurzgeschichten, die er in einem Forum veröffentlichte, wo er ein ziemlich großes Publikum hatte. Darüber hinaus kaufte Sony sogar die Rechte an einer seiner Geschichten für $300.000. Außerdem erzählte Nick Samantha, dass er als Unternehmensjurist arbeite und ständig durch verschiedene Bundesstaaten reise. Kurz nach Mindys Tod kam er zu Samantha nach Pennsylvania und sie begannen sich zu treffen. Im März 2023 heiratete das Paar. Sie wollten ein Haus kaufen. Als Nick jedoch mit einem Scheck über $800.000 von der Bank kam, fing sein Auto Feuer und explodierte, wobei alle seine Sachen und der Scheck zerstört wurden. Er selbst blieb unverletzt und kam mit einem leichten Schreck davon. Samantha hatte keine Ahnung, dass Nicks Ex-Frau bereits nach ihrem Kennenlernen verstorben war. Aber das war noch nicht alles, was sie nicht über ihn wusste. Nachdem Nicks erste Frau sie angerufen hatte, nachdem sie Mindys Phantombild gesehen hatte, sprachen sie mit dieser Frau. Es stellte sich heraus, dass Nick sich während der Scheidung verpflichtet hatte, ihr $1,5 Millionen für ihr gemeinsames Haus zu zahlen. Aber in all den Jahren hatte er ihr keinen Cent gezahlt und die Gerichtsvollzieher konnten ihn nicht finden. Außerdem wandten sich die Ermittler an Microsoft, wo man ihnen mitteilte, dass Nick nie an ihren Projekten gearbeitet hatte. Schließlich schaltete sich das FBI ein und stellte fest, dass keiner ihrer Agenten Nick dabei geholfen hatte, sich über mehrere Jahre hinweg vor irgendwelchen Leuten zu verstecken. All diese Informationen reichten für eine Verhaftung aus und Nick wurde zum Verhör gebracht. Der Mann wirkte ruhig und erzählte den Ermittlern dieselbe Geschichte, die er auch Mindys Eltern erzählt hatte. Er habe sie angeblich in eine Privatklinik gebracht, wo sie aufgrund von Bluthochdruck einen Herzinfarkt erlitten habe. Aus irgendeinem Grund konnte er sich jedoch nicht an den Namen oder den Standort dieser Klinik erinnern. Nick erklärte auch, dass die Nachricht an Mindys Eltern über seinen Tod nur teilweise falsch war.
Nach Angaben des Mannes hatte er tatsächlich einen schweren Unfall gehabt, woraufhin er zusammen mit dem angeblichen FBI-Agenten beschlossen habe, seinen Tod vorzutäuschen, damit die Leute, die ihn jagten, ihn nicht im Krankenhaus finden würden, wo er sich in einem kritischen Zustand befand. Auf alle anderen Unstimmigkeiten in seiner Geschichte antwortete Nick, dass der angebliche FBI-Agent ihm bestimmte Anweisungen gegeben oder verlangt habe, bestimmte Details nicht preiszugeben. Dabei bestand Nick darauf, dass er nichts mit dem Mord an Mindy zu tun habe und ihr niemals etwas angetan hätte. Selbst als echte FBI-Agenten ihm sagten, dass das FBI niemals Kontakt zu ihm aufgenommen und ihm schon gar nicht geholfen habe, sich vor einer unbekannten Bedrohung zu verstecken, blieb Nick bei seiner Aussage. Er behauptete auch, dass Mindy diesen Agenten gesehen habe. Die Frau konnte seine Worte jedoch nicht mehr bestätigen oder widerlegen. Die Ermittler hatten keinen Zweifel daran, dass er hinter dem Mord an Mindy steckte, aber sie standen vor zwei Problemen: dem Fehlen von Beweisen und dem Unverständnis für das Motiv. Nick hatte seiner Frau und ihren Verwandten jahrelang vorgelogen, dass jemand hinter ihm her sei, war ständig umgezogen und lebte praktisch wie eingesperrt. Zu welchem Zweck tat er das alles? Die Ermittler hatten sofort mehrere Theorien zu Nicks Motiven, aber zuerst brauchten sie Beweise. Und schon bald fanden die Polizisten welche. Da das Opfer am 27. November ermordet wurde, als ihre Eltern ihren Sohn besuchten, gingen die Ermittler davon aus, dass die Tat in ihrem Haus passiert war. Sie kontaktierten seine Vermieterin und fragten sie, ob ihr etwas Ungewöhnliches aufgefallen sei, nachdem Nick ausgezogen war. Die Frau sagte, dass sie tatsächlich etwas Ungewöhnliches entdeckt habe. Jemand hatte den Teppich durch einen sehr ähnlichen, aber billigeren ersetzt und der alte war nirgends zu finden. Dies bestärkte die Ermittler in ihrer Vermutung, dass der Mord in dem Haus stattgefunden hatte, und sie schickten Kriminaltechniker dorthin. Obwohl seitdem schon einige Zeit vergangen war, fanden die Experten 3 Flecken von abgewaschenem Blut und die DNA-Analyse bestätigte, dass es sich um Mindys Blut handelte. Anschließend begannen die Ermittler, die Geolokalisierung und die Mobilfunkaktivität von Nick zu untersuchen. Sie stellten fest, dass der Mann am 29. November in Richtung des Waldes gefahren war, in dem später die Leiche gefunden wurde, und sein Telefon ausgeschaltet hatte. Darüber hinaus wurde genau das gleiche Auto wie das von Nick von einer Überwachungskamera am Eingang des Waldes genau zu dem Zeitpunkt gefilmt, als das Telefon des Mannes ausgeschaltet war. Anschließend versuchten die Ermittler herauszufinden, ob Nick ein Messer, eine Säge und andere Werkzeuge gekauft hatte, die während und nach dem Mord verwendet wurden. Zunächst fanden sie heraus, dass er bereits im August, 3 Monate vor dem Mord, Gummihandschuhe und genau die Desinfektionstücher gekauft hatte, die neben den Leichenteilen gefunden wurden. So kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass der Mann den Mord lange im Voraus geplant hatte. Später, bereits im November, kaufte er in mehreren Etappen genau dasselbe Messer, das im Wald gefunden wurde, sowie eine Säge, eine Schaufel und einen Hammer. Somit schien es der Anklage, dass sie über alle notwendigen Beweise verfügten, um den Fall vor Gericht zu bringen. Der Prozess begann 2 Jahre später, im August 2025. Nicks Anwalt versuchte, die Geschworenen davon zu überzeugen, dass der Mann seine Frau nicht getötet hatte und dass der mysteriöse FBI-Agent für alles verantwortlich war. Der Anwalt bestand darauf, dass dieser Mann real war. Nur, dass er in Wirklichkeit vielleicht gar kein Agent war, sondern jemand anderes. Er manipulierte Nick und zwang ihn, ständig in Angst zu leben. Warum er das tat, blieb jedoch ein Rätsel. Die Anklage beharrte darauf, dass Nick all diese Drohungen erfunden hatte, den FBI-Agenten, die Millionen auf seinem Konto und den Job bei Microsoft. In Wirklichkeit war der Mann arbeitslos und hatte hohe Schulden bei seiner Ex-Frau. Möglicherweise wollte er ihr keinen Cent zahlen und all diese Geheimniskrämerei, die ständigen Umzüge und Versuche, so tief wie möglich unterzutauchen, hingen genau mit diesen Schulden zusammen. Der Mann könnte sich einfach vor den Gerichtsvollziehern versteckt haben, für den Fall, dass seine Ex-Frau versuchen würde, diese Schulden vor Gericht einzutreiben. Die Anklage legte auch Daten über Nicks Einkäufe und Bewegungen vor. Bemerkenswert ist, dass er bestätigte, in diesen Wald gefahren zu sein. Der Mann sagte, er habe Mindys Sachen in einen Plastikcontainer gepackt und sie auf Anweisung eines FBI-Agenten dorthin gebracht. Nick trat ebenfalls vor die Geschworenen und wiederholte alles, was er zuvor gesagt hatte.
Der Mann bestand darauf, dass er seine Frau nicht getötet habe und alles andere unter dem Druck eines FBI-Agenten getan habe, der möglicherweise gar kein FBI-Agent war und ihn einfach getäuscht habe. Es ist erwähnenswert, dass auch seine Eltern während des Prozesses aussagten. Sie widerlegten seine Behauptung, er sei als Kind entführt worden und bestanden darauf, dass sie seine leiblichen Eltern seien. Sie stellten sich ebenfalls auf seine Seite und sagten, er könne seiner Frau so etwas nicht angetan haben. Allerdings gaben sie zu, dass Nick seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr zu ihnen hatte. Im Gericht kam noch ein weiterer Punkt zur Sprache, der die Geschworenen sehr überraschte. Wie wir uns erinnern, war Mindy zum Zeitpunkt ihres Todes im 8. Monat schwanger. Die medizinischen Experten fanden jedoch keine Beweise dafür. Mit anderen Worten, die Frau war in Wirklichkeit gar nicht schwanger. Angesichts der Tatsache, dass sie selbst ihren Verwandten und Freunden davon erzählt hatte, erschien dies ziemlich seltsam. Nach Ansicht der Anklage könnte Mindy auf Nicks Bitte hin vorgegeben haben, schwanger zu sein. Möglicherweise hatte er ihr gesagt, dass dies der Plan eines FBI-Agenten sei, damit diejenigen, die Nick jagten, seiner schwangeren Frau nichts antun würden. Es gab noch eine zweite, weniger wahrscheinliche Version. Erinnern Sie sich an Nicks erste Frau? Einer der Gründe für ihre Trennung war die Tatsache, dass die Frau keine Kinder bekommen konnte, Nick aber Vater werden wollte. Aus diesem Grund vermutete die Anklage, dass Mindy die Schwangerschaft selbst erfunden haben könnte, damit Nick sie nicht verlässt, aber das schien unwahrscheinlich. Was Nicks Motiv angeht, gab es ebenfalls mehrere Versionen. Eine davon basierte auf der Theorie, dass Mindy ihre Schwangerschaft selbst erfunden hatte. Der Mann könnte erfahren haben, dass sie in Wirklichkeit nicht schwanger war und sie getötet haben. Aber wie wir uns erinnern, begann er bereits 3 Monate vor der Tat, alles Notwendige für den Mord zu besorgen und ging außerdem eine Beziehung mit einer anderen Frau ein. Daher war es viel wahrscheinlicher, dass Nick Mindy beseitigte, um mit Samantha zusammen zu sein. Ein weiterer interessanter Punkt im Prozess war die Erwähnung seiner kreativen Tätigkeit in Foren. Wie wir uns erinnern, schrieb Nick Kurzgeschichten in den Genres True Crime und Horror. Eine dieser Geschichten, genau die, für die Sony tatsächlich die Rechte erworben hatte, schien den Prozessbeteiligten besonders interessant, da sie Parallelen zum Mord an Mindy aufwies. In der Geschichte vergiftet eine Schwiegermutter namens Betsy, genau wie Mindys Mutter, die Frau ihres Sohnes, weshalb diese sich ständig unwohl fühlt. Der Sohn selbst hatte in der Vergangenheit seine Frau unter mysteriösen Umständen verloren und seine leibliche Mutter verdächtigte ihn des Mordes. Wie wir uns erinnern, fühlte sich Mindy etwa einen Monat vor dem Mord unwohl. Dabei war sie nicht schwanger, was diesen Zustand irgendwie erklären könnte. Die Experten fanden keine Spuren von Gift in ihren Überresten. Es gibt jedoch eine Theorie, dass Nick sie nach und nach mit etwas nicht besonders Tödlichem vergiftet haben könnte. Allerdings wurden keine Beweise für diese Theorie gefunden. Als der Prozess zu Ende ging, brauchten die Geschworenen nur etwas mehr als 1 Stunde, um ihr Urteil zu fällen. Nick wurde des Mordes für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft ohne Bewährung sowie zu weiteren 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Damit fand diese äußerst verworrene Geschichte ihr Ende, auch wenn viele Unklarheiten blieben. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.